Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comic. Der Umbau meines Pools vom Stahlwandpool zum Steinpool kommt im Moment nur schleppend voran. Ich warte noch immer auf die Betonpumpe. Heute werde ich aber die Zeit nutzen und die Einlaufdüsen anschließen. Ich werde die alte Verrohrung vom ovalen Stahlwandpool umbauen und die Einlaufdüsen des neuen Steinpools anschließen. Die Einzelteile seht ihr hier bereits liegen. Was es mit dem Drainagerohr auf sich hat, das seht ihr auch gleich, wenn ihr dran bleibt. Bis gleich! Seit einem knappen halben Jahr baue ich meinen ehemaligen ovalen Stahlwandpool um zu einem Steinbecken. Ihr seht hier die südliche bzw. westliche Trennwand, an welcher ich zwei Einlaufdüsen einbauen werde. Die Mauerwerksdurchführung habe ich bereits in die Steinwand eingebracht. Auch wenn diese noch nicht verfüllt ist, ist die Wand schon stabil und ich kann weiterarbeiten. Auf der Rückseite habe ich hier ein Außengewinde von 2 Zoll. Mein ursprünglicher Plan war es, die Zuleitung, die aus dem Poolhaus kommt, die hier an dieser Stelle über ein T-Stück in die linke und rechte Hälfte aufgeteilt wird, dass ich diese Teile verlängere und entsprechend direkt an die Einlaufdüsen gehe. Diesen Plan habe ich nun überworfen. Ich werde das Ganze nun so miteinander verbinden, dass ich hier an diesem T-Stück einen Winkel setze, direkt noch über diese Steine hinweggehe und vor der Querwand drüben ein T-Stück setze, welches nach rechts und nach links zu den beiden Einlaufdüsen abgeht. Das T-Stück an dieser Stelle wird von mir ausgebaut und durch einen Winkel ersetzt. Von diesem T-Stück verläuft das Rohr hier rüber und wird über das T-Stück, was ich ja ausgebaut habe, entsprechend aufgeteilt. Damit das Rohr, welches dann hier später offen bzw. im Beton liegt, die Kälte des Betons nicht an das Wasser übergibt, denn mein Zulauf hat eine Heizung, wird das Ganze noch in ein Drainagerohr eingepackt. Im Drainagerohr hat das Flexrohr ein wenig Luft, somit einen Puffer, dass die Wärme von der Solarheizung mir nicht verloren geht. Für den Anschluss an der Einlaufdüse bzw. an der Mauerwerksdurchführung habe ich mir bereits verschiedene Fittings besorgt. Ich habe einen Übergang von 2 Zoll auf 1,5 Zoll. Dieser wiederum wird verbunden mit einem 1,5 Zoll Innengewinde auf den Anschluss vom Flexrohr. Das Ganze zweimal für die linke und für die rechte Hälfte. Auch ein Winkel, der dann hier eingebaut wird, habe ich bereits vorrätig. Die Einbauteile verlinke ich euch übrigens unter dem Video in der Beschreibung. Dann könnt ihr bequem nachbestellen, wenn ihr vorhabt, es mir nachzubauen. Bevor ich das Flexrohr verlege, werde ich zuvor die Übergänge von Mauerwerksdurchführung an den Winkel zusammenbauen. Durch das Gewinde bzw. dieses Gewinde hier kann ich mir nicht sicher sein, dass das Ganze dicht ist. Ich werde also hier mit Gewindedichtung arbeiten müssen. Das bedeutet für mich, ab in die Werkstatt und zunächst diese Teile zusammenschrauben. Willkommen zurück in meiner Werkstatt. Ihr seht hier den Übergang von 2 Zoll Innengewinde, der kommt auf die Mauerwerksdurchführung im Pool, auf 1,5 Zoll Außengewinde. An diesem Außengewinde wird dann dieser Winkel aufgeschraubt und an diesem Winkel kommt dann hier auf der anderen Seite das Flexrohr hinein. Die Befestigung vom Flexrohr ist denkbar einfach. Der Überwurfring wird so weit wie möglich gelockert, der Flexrohr bzw. Schlauch wird eingeführt und dann wird der Überwurf einfach wieder festgedreht. Im Inneren gibt es hier einen Dichtring. Deswegen ist es wichtig, dass das Flexrohr gerade abgeschnitten wird, damit das Ende am Dichtring anliegen kann. Anschließend kommt diese Klemmmuffe oder dieser Klemmring. Der hat kleine Widerhaken. Und wenn das Rohr hier innen drunter eingeführt wird und anschließend dieser Ring rübergezogen wird, wird dieser weiße Ring nach innen gepresst und die Widerhaken greifen in das Rohr hinein und halten es fest und dicht. Um die Verbindung von diesem Außengewinde zu diesem Innengewinde dicht zu bekommen, gibt es mehrere Möglichkeiten.
Häufig haben diese Gewinde bereits einen konischen Schnitt. Das bedeutet, je weiter ich das Ganze hineinschraube, desto schwerer wird das und die Gewinde dichten sich von alleine ab. In diesem Fall wird es zwar gegen Ende etwas schwerer, aber ich traue der Sache nicht so ganz und bin mir auch nicht sicher, ob hier wirklich ein konisches Gewinde vorliegt. Aus diesem Grund werde ich das Ganze abdichten mit einem Nullring oder O-Ring. Das ist dieser hier, den lege ich über und kann dann das Ganze bis zum Anschlag schrauben. Nicht zu stark, weil sonst der Ring kaputt geht. Das Ganze sollte jetzt schon dicht sein. Zusätzlich zum Dichtring werde ich aber noch einen Gewindedichtfaden anbringen. Hierfür nehme ich Gewindedichtfaden, dieser hier zum Beispiel, und achte aber darauf, dass pro Laufrille, pro Gewinderille wirklich nur eine Lage liegt. Je dicker ihr das Ganze macht, desto höher ist das Risiko, dass das Gewinde kaputt geht oder diese Muffe, dieses Reduzierstück einfach nur kaputt geht. Da braucht es auch nicht viel. Hierfür mache ich eins, ich lege das Ganze in die erste Rille hinein, am Anfang noch ein wenig festhalten und dann ziehe ich das über die Rillen einfach durch. Ich habe das hier bereits vorbereitet. Ihr seht, das ist sehr dünn aufgebracht. Ein Band, ein Faden pro Rille. Und wenn ich das jetzt miteinander verbinde, man merkt schon den Widerstand, aber ich kann es händisch immer noch bis zum Gummiring ziehen. Ich bin zurück am Pool an der Mauerwerksdurchführung mit dem Bauteil, das ich eben zusammengebaut habe. Dieses 2 Zoll Innengewinde passt natürlich direkt auf dieses 2 Zoll Außengewinde und ich kann das Ganze relativ einfach hier drauf schrauben. Das wackelt sogar ein wenig. Das heißt für mich, das Ganze würde jetzt ohne eine Dichtung nicht wasserdicht bleiben. Ich habe hier die Möglichkeit, einen Dichtring direkt einzulegen und das Ganze dann bis zum Anschlag reinzuschrauben, so dass diese Kante dann an den Dichtring anstößt und entsprechend den Winkel abdichtet. Allerdings dichtet das Ganze jetzt ab, wenn der Winkel in die falsche Richtung zeigt. Der Winkel gehört in diese Richtung. Ich könnte jetzt mit Gewalt den noch rumziehen, bin mir aber nicht sicher, inwiefern dann vielleicht der Dichtring gar nicht mehr richtig abdichtet, weil er zu wenig oder zu viel gequetscht wurde. Aus diesem Grund werde ich auch hier das Gewinde mit einem zusätzlichen Dichtfaden absichern. Mein Vorteil ist im Moment, dass ich hier an diesem Bereich jederzeit noch herankomme. Ich werde auf der anderen Seite der Mauerwerksdurchführung einen Stopfen anbringen und werde dann auf die Rohre, die ja hier reingehen, Wasser geben und kann auf diesem Wege überprüfen, ob meine Konstruktion auch wirklich dicht ist. Zu viel. So ungefähr. Und durch das Dichtband sollte das Ganze jetzt auch wirklich wasserdicht sein. Nun kann ich mich um das T-Stück kümmern. Dieses T-Stück werde ich an Zulauf ausbauen und durch einen Winkel ersetzen.
Diese Flexrohre kann mit der Hand festgeschraubt werden, aber es bietet sich an, das Ganze einfach mit einem solchen Schlüssel zu machen. Den Link dazu setze ich euch natürlich unter das Video. Ich öffne zunächst die beiden Seitenabgänge und entferne den Schlauch. Ja, und ihr seht hier, da ist ein bisschen Beton rein. Hier ist eine kleine Kerbe zu sehen. Da hat dieser Klemmring das Rohr gehalten. Das T-Stück ist entfernt. Den Überwurf lasse ich direkt drauf und habe jetzt hier meinen Winkel bereits geöffnet. Und dann wird das Ganze einfach wieder festgeschraubt. Zunächst nur handfest, weil ich ja das Rohr noch entsprechend hier ausrichten muss. Und zum Schluss mit dem Schlüssel einfach dann noch ein wenig nachgezogen. Ich habe nun hier meinen Winkel, der in die Mitte verläuft, und habe hier das T-Stück, welches ja hier den Wasserlauf nach links und rechts aufteilen soll. Ein Reststück vom damaligen Poolbau, immerhin schon einige Jahre alt, soll jetzt hier dazwischen gesetzt werden. Um das Ganze auf die richtige Länge zu bekommen, werde ich jetzt hier den Adapter öffnen. Ich werde das Ganze jetzt hier auch bis zum Anschlag erstmal reinstecken. So. Das Ganze wird dann hier ist die Mitte. Dort abgesägt. Ihr habt hier an der Außenseite eine Kante dran, bis hierher steckt das Ganze an. Dann kann man das ganz gut abmessen. Mit einem Rollenschneider kann man das Rohr bzw. den Schlauch jetzt sauber und gerade abschneiden. Allerdings braucht es da schon einen recht großen Rollenschneider. Ersatzweise geht das Ganze auch mit einer guten Eisensäge. Da müsst ihr aber wirklich darauf achten, dass ihr sauber das Ganze 90 Grad Winkel abschneidet. Ich habe jetzt den Ring angebracht, das T-Stück. Dann wird das Ganze geschraubt. Erstmal nur handfest auch hier. Ja, dann kommt das Ganze. Das richte ich mir dann in aller Ruhe noch aus, setze in der Mitte noch eine Schelle, damit mir das Ganze nicht durchhängt, und dann wird das Ganze mit dem Schlüssel nachgezogen, soweit dass das Ganze hält. Jetzt kommt noch die andere Seite ran und dann können wir zum Test übergehen.
An dieser Stelle könnte ich bereits den Dichtheitstest machen, aber ich möchte diesen Mittelsteg später einmal im Beton versenken. Nur die Anschlussstücken, die T-Stücke und die Winkel sollen frei bleiben für eventuelle Reparaturen. Damit dieser eingegossene Bereich nicht zu viel Wärme abnimmt, denn das Wasser wird ja erwärmt, bevor es in den Pool reinläuft, werde ich ein Drainagerohr über diesen Flexschlauch legen. Damit habe ich eine Isolierung geschaffen, etwas Luft und gleichzeitig drückt mir der Beton nicht auf das Flexschlauch. Nachdem ich die Flexrohre an den alten Zulauf angeschlossen habe, wird es Zeit, das Ganze zu testen. Ich habe hier meine Mauerwerksdurchführung und würde am liebsten einfach einen Stopfen hineindrehen. Allerdings handelt es sich hierbei um ein 2 Zoll Innengewinde und meine Stopfen haben nur 1,5 Zoll. Ich habe daher den Einlaufstutzen, die Einlaufdüse, kräftig mit Teflonband eingewickelt, um eine Stopfdichtung herzustellen. Schraube das Ganze jetzt so weit wie es geht hinein, bis der Widerstand zu groß wird. Und dann werde ich Wasser auf die Anlage geben. Sobald das Wasser dann hier herausläuft, werde ich den Bereich verschließen mit meinem Winterstopfen. Der wird hier hineingeschraubt. Auf der anderen Seite habe ich das schon mal getan. Und dann kann ich schauen, ob der Druck auf der Anlage konstant bleibt oder aber fällt. Und dann muss ich prüfen, wo ein Leck vorherrscht. Die Befüllung mache ich direkt im Poolhaus. Ich habe hier den Zulauf zur Solarheizung, hier den Rücklauf und den Bypass, den habe ich geschlossen. Ich werde das Wasser jetzt hier auf dieses Rohr geben. Beim Rücklauf vom Solardach ist das Ganze schon abgedreht, das heißt, das System ist geschlossen. Das Wasser staut sich dann hier auf in das Rohr zum Zulauf, zum Rohr, was ich eben verbaut habe. Wassermarsch. Hier sehe ich schon, hier ist ein Ring noch undicht, den muss ich noch nachziehen. Da hinten sieht es gut aus. Hier auch. Hier tropft es ein bisschen aus dem Gewinde. Das werde ich auch noch mal nachziehen. Und da drüben, das sieht auch dicht aus. Gut, so schlecht ist das gar nicht für den Anfang. Ich werde das noch ein bisschen nachziehen mit dem Schlüssel und dann sollte das Ganze auch dicht sein. Ich habe die undichten Stellen noch mal nachgezogen, beziehungsweise am T-Stück musste ich das Rohr noch einmal neu einführen. Aber das Ganze hält jetzt. Es tropft nichts mehr, es ist dicht. Ich kann mich nun um den nächsten Bauabschnitt kümmern, denn ich habe die frohe Botschaft erhalten, dass in Kürze endlich die Betonpumpe kommt und mir auch die restlichen Schalsteine auffüllen kann. Gleichzeitig wird auch das Fundament für die Gartenküche und dahinter für das neue Gartenhaus gegossen. Bis dahin ist noch ein wenig zu tun. Ich werde damit beginnen, bereits die fertigen Wände zu verputzen. Dabei nehme ich euch natürlich wieder mit. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal, gebt mir ein Like für dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Schaut unten in meine Links, kauft über meine Links, um meinen Kanal zu unterstützen. Dafür möchte ich mich bereits im Vorfeld bedanken. Und an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!